Die Bauchspeicheldrüse ist das unbesungene Genie unseres Stoffwechsels, ein hochsensibles Doppelorgan, das im Verborgenen Meisterleistung vollbringt. Sie balanciert nicht nur jede Sekunde unseren Blutzuckerspiegel über die Hormone Insulin und Glucagon, sondern produziert täglich bis zu 2 Liter eines hochkonzentrierten Enzymcocktails, ohne den unsere Verdauung schlichtweg kollabieren würde. Doch mit dem Überschreiten des 50. Geburtstags erreicht dieses Organ eine kritische biologische Weggabelung. Nach jahrzehntelangem Dauereinsatz gegen verarbeiteten Zucker, Stress und Entzündungsreize neigen die insulinproduzierenden Beta-Zellen zu einer schleichenden Erschöpfung, während das Drüsengewebe anfälliger für fibrotische Veränderungen wird. Doch durch eine gezielte biochemische Wartung mit spezifischen Lebensmitteln lässt sich die Bauchspeicheldrüse entlasten, schützen und regenerieren, sodass sie ihre lebenswichtigen Funktionen präzise wie ein Uhrwerk bis ins dreistellige Lebensalter hinein erfüllt. Nummer 1. Brokkolisprossen. Der mächtigste Verbündete für ein alterndes Pankreas liegt in der konzentrierten Kraft von Brokkolisprossen. Sie enthalten bis zu 100-mal mehr des Schwefelwissensstoffs Glucoraphanin als der ausgewachsene Brokkoli. Wird die Sprosse gekaut, entsteht daraus das bioaktive Sulforaphan. Dieses Molekül ist der potenteste natürliche Aktivator des NRF2-Signalwegs, der in den empfindlichen Beta-Zellen der Bauchspeicheldrüse ein gigantisches Arsenal an körpereigenen Antioxidantien freisetzt. Da die insulinproduzierenden Zellen von Natur aus nur über sehr schwache eigene Schutzmechanismen gegen oxidativen Stress verfügen, wirkt Sulforaphan wie ein externer Hochsicherheitsbunker. Er schützt das Gewebe vor Entzündung und bewahrt die zelluläre Integrität über Jahrzehnte. Nummer 2. Papaya. Mit zunehmendem Alter produziert der exokrine Teil der Bauchspeicheldrüse oft weniger Verdauungsenzyme, was zu Blähungen, Nährstoffmangel und einer chronischen Überlastung des Organs führt. Die Papaya ist hier eine biologische Sensation, denn sie liefert das proteolytische Enzym Papain. Dieses pflanzliche Enzym arbeitet im Magen-Darm-Trakt analog zu den körpereigenen Proteasen der Bauchspeicheldrüse und übernimmt einen Großteil der schweren Arbeit bei der Aufspaltung von Nahrungsproteinen. Durch den regelmäßigen Verzehr von Papaya gönnst du deiner Bauchspeicheldrüse eine metabolische Ruhepause. Das Organ muss weniger Verdauungssäfte aufwenden, wodurch wertvolle zelluläre Energie gespart wird, die die Bauchspeicheldrüse stattdessen in ihre eigenen zellulären Reparatur- und Regenerationsprozesse investieren kann. Nummer 3. Extra natives Olivenöl. Nach dem 50. Geburtstag ist das oberste kardiologische und metabolische Ziel, die Insulinsensitivität der Zellen hochzuhalten, um ein Ausbrennen der Bauchspeicheldrüse zu verhindern. Extra natives Olivenöl ist dafür perfekt geeignet, da es zu einem Großteil aus Oleinsäure und dem Antioxidans Oleocanthal besteht. Diese Verbindungen greifen direkt in die Zellmembran deines Körpers ein und machen sie wieder durchlässiger für Glucose. Wenn die Muskel- und Leberzellen sensitiver auf Insulin reagieren, muss die Bauchspeicheldrüse deutlich weniger des Speicherhormons produzieren, um den Blutzucker zu regulieren. Diese drastische Senkung der hormonellen Last schützt das Organ vor der gefürchteten Hyperinsulinämie und verlängert die Lebensspanne der Beta-Zellen massiv. Und Nummer 4. Kirschen. Süß- und Sauerkirschen sind ein farbenfrohes Elixier für die Bauchspeicheldrüse, denn ihre tiefe Färbung verdanken sie einer extrem hohen Dichte an Anthocyanen. Diese sekundären Pflanzenstoffe besitzen die faszinierende Eigenschaft, die Aktivität von Enzymen zu hemmen, die im Dünndarm Kohlenhydrate in einfachen Zucker spalten. Dadurch gelangt Glucose nach einer Mahlzeit wesentlich langsamer und gleichmäßiger in die Blutbahn. Das verhindert gefährliche Blutzuckerspitzen, die für die Bauchspeicheldrüse einen akuten Stresszustand darstellen. Gleichzeitig zeigen zellbiologische Untersuchungen, dass Anthocyane die körpereigene Insulinproduktion der Beta-Zellen bei Bedarf um bis zu 50% effizienter gestalten können, ohne das Gewebe dabei künstlich zu erschöpfen. Möchtest du jetzt noch wissen, welche 5 Fehler man beim Knoblauchessen niemals machen sollte? Dann schau dir unbedingt das Video an, welches wir dir an dieser Stelle verlinken. Klicke direkt drauf.